Heute brate ich mit euch ein Brot ohne Mehl, ohne Ofen, ganz einfach auf der Herdplatte in der Pfanne. Hier habe ich 500 Gramm gemischte Haferflocken. Ich habe einfach das genommen, was ich da hatte. Hier habe ich Dinkel, Multikorn und das hier sind ganz normale Haferflocken. Ihr könnt nehmen, was ihr da habt, egal ob zart oder kernig, Hauptsache keine Instantflocken. Die 500 Gramm Haferflocken einfach in eine Schale. Darauf gebe ich 2 Teelöffel Salz, 130 Gramm Kerne, das ist so ein fertiger Kernemix. Ihr könnt aber reingeben, was ihr mögt. Hier sind zum Beispiel Sonnenblumenkerne, Sesam, Cashews und Kürbiskerne. Alles austauschbar, einfach was ihr mögt reingeben. 60 Gramm geschrotete Leinsamen, 20 Gramm Chiasamen und 20 Gramm Flohsamenschalen. Das war's auch schon. Das sind alle trockenen Zutaten und die vermische ich eben. Ja, ich glaube, ich nehme eine größere Schüssel. Das sieht besser aus. Und hierauf gebe ich jetzt 650 Milliliter warmes Wasser. Einfach in einem Schwung drauf und das Ganze vermischen. Und 2 Esslöffel Öl. 1, 2. Richtig schön durchkneten. So sieht die Konsistenz jetzt aus. Das forme ich jetzt schon mal zusammen. Ich forme mir das Brot schon mal grob zurecht. Dann nehme ich mir ein bisschen Frischhaltefolie und lege meinen Teig da drauf. Jetzt mache ich die Folie drüber. Jetzt kann ich mir mit Hilfe der Folie das Brot so formen, wie ich das haben möchte. Ich muss das Brot ja auch später nochmal wenden, deshalb forme ich das oben auch ein bisschen glatt. Und so lasse ich das Brot jetzt etwa 1 Stunde richtig durchziehen, damit die Chia und die Flohsamenschalen richtig quellen können. Und dann haben wir das Brot auch direkt in Form. Ich denke, mein Brot ist jetzt genug gequollen. Das lag jetzt ungefähr 1 Stunde hier eingepackt. Wichtig ist, dass ihr eine beschichtete Pfanne nehmt. Jetzt gebe ich den Deckel drauf und packe das auf den Herd. Ich habe die Pfanne jetzt auf die Herdplatte gestellt, mache den Deckel wieder drauf. Meine Herdplatte hat 9 Stufen und stelle meine Herdplatte jetzt auf Stufe 4. Und da kann mein Brot jetzt schön durchbrutzeln. Mein Brot ist jetzt seit 50 Minuten in der Pfanne und ich schaue mir das mal an. Ihr seht, da klebt nichts fest. Das sieht gut aus. Ich stelle das Brot jetzt noch einmal für 10 Minuten auf Stufe 5. Die Zeit ist um und wir drehen das Brot jetzt mal. Das Kondenswasser könnt ihr jederzeit zwischendurch abwischen. Ich habe das Brot jetzt rausgehoben und stülpe meine Pfanne über das Brot. Und jetzt kann ich das ganz einfach wenden. Das Brot sieht super aus. So, Deckel drauf und weiter brutzeln. Ich lasse das Brot jetzt von der zweiten Seite etwa für 20 Minuten. Hier hat sich jetzt wieder zu viel Kondenswasser gebildet und das wische ich eben weg. Ich habe das Brot jetzt 20 Minuten von der zweiten Seite backen lassen und stelle das jetzt für 10 Minuten wieder auf Stufe 5.
Das Brot ist jetzt fertig und das kann ich rausholen. So schaut das Brot jetzt aus von der einen Seite und so von der anderen Seite. Man sieht also quasi keinen Unterschied zum Backofen. Wer meinem Kanal folgt, der weiß, dass ich das Brot auch schon im Ofen gebacken habe und man sieht wirklich keinen Unterschied. Ja, mega. Wie aus dem Backofen. Ja, komplett durchgebacken. Denkt dran, dass ihr das Brot komplett abkühlen lassen müsst, bevor ihr das anschneidet. So, und jetzt hinter der Nuss. Boah, das ist meine Scheibe. Na, wenn ich nicht schneiden kann. Ja, richtig durch das Brot. Wirklich wie aus dem Backofen. Ich bin auf jeden Fall total begeistert und ich hoffe, euch gefällt das genauso gut wie mir. Ja, auch von außen die Optik, von unten, gefällt mir richtig gut. Ja, dann wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen und schreibt mir doch in die Kommentare, was ich für euch als nächstes in der Pfanne machen soll. Und ich freue mich natürlich wie immer, wenn ihr meinen Kanal abonniert, mein Video liked und mir fleißig in die Kommentare schreibt.